es war irgendwie gegen Abend, saß ich hier auf der Couch und da hat tatsächlich eine Windböe die Stützen weggerissen vom Tiny House. Und das ist dann sozusagen mit einem Ruck komplett nach unten gesackt. Ich hatte dann nur schnell meine Schuhe angezogen und dann flog eben auch die Tür zu. Ida, also der Hund, war noch drin. Und dadurch, dass es dann so verkeilt, also so schräg war dann auch die Tür verkeilt. Also das war schon eine sehr Extremsituation. Hi, ich bin Tina und ich lebe jetzt mittlerweile seit über 5 Jahren in diesem Tiny House. With your hand on your heart, please tell me which way. Genau, also wenn man reinkommt, ist man im Grunde genommen schon gleich im Wohnzimmer. Also viel Fläche gibt es ja dann immer nicht. Aber ich finde, es trennt sich oder teilt sich eigentlich ganz schön auf durch diesen Wohnzimmerbereich, der tatsächlich, also das ganze Haus nur durch den kleinen Kaminofen oder Holzofen beheizt wird. Und dann geht es im Grunde genommen nahtlos über in die Küche, was so ein bisschen durch diesen Tisch, der so ein klein wenig in der Mitte steht und durch das Hängeregal so ein klein wenig, ich sag mal, getrennt wird. Also dass man sagen kann, man hat so in dem vorderen Bereich hat man den Wohnbereich und hinten dann die Küche eben mit drin. Ja, und das ist tatsächlich was, wo ich oftmals gefragt werde, ob mir irgendwas fehlt. Also wo man sagt, so, okay, brauchst du nicht dieses oder jenes, aber im Grunde genommen ist alles da. Es sind zwei Platten da, es ist ein kleiner Ofen da, es ist ein Kühlschrank. Was nicht da ist, ist ein nicht Gefrierschrank, ein Geschirrspüler. Aber das ist so Kategorie nice to have, aber braucht man eigentlich nicht. Da ist dann eine Waschmaschine, glaube ich, wichtiger und ein Kühlschrank. Und ansonsten vermisse ich hier eigentlich nichts. Die Ursprungsintention war ja letztendlich, um nicht weit von den Tieren entfernt zu sein. Also gar nicht dieses Bedürfnis nach, ich muss mich verkleinern oder mein eigenes Ding haben, sondern einfach, ich möchte auf der Weide von meinen Tieren stehen oder sehr nah dran sein, um die eben gut versorgen zu können. Und dieser Gedanke aber trotzdem für sich was Eigenes zu machen, gerade wenn man vielleicht vorher, ich sag mal, aus einem Abhängigkeitsverhältnis gekommen ist ja trotzdem irgendwie was einem so ganz nebenbei so ganz viel Kraft gibt, zu sagen so, okay, nee, ich brauche niemanden und ich kriege das alleine hin und komme hier super gut klar und kann vielleicht auch für mich, ich sage mal, einen Weg einschlagen, der vielleicht nicht für jeden nachvollziehbar sein muss, der aber für mich genau für diese Situation gut funktioniert. Und gerade auch für diese Situation ist dieses Tiny House gebaut, eben für, man wusste noch nicht, wo es einen beruflich, privat hin verschlägt. Also es ist so eine Art Übergangsphase gewesen, um da eben zu schauen, ich möchte mich nirgendwo in der Stadt mit einer Wohnung festlegen. Und durch das Tiny House hatte man ja die Möglichkeit, dadurch, dass es ja auf einem Trailer auch gebaut ist, auch noch den Standort wechseln zu können. Und da ist wirklich diese Flexibilität, die damit einhergeht, ein ganz großes Plus. Klar, als man das gebaut hat, wäre es natürlich, sage ich mal, so die romantische, schönere Vorstellung zu sagen, man ist ganz autark und packt Solar drauf und bereitet irgendwie Regenwasser auf. Aber das habe ich mir am Anfang einfach nicht getraut, weil ich viel zu wenig Wissen dazu hatte. Und deswegen bin ich immer abhängig davon, tatsächlich extern einen Wasser- und einen Stromanschluss zu haben. Und das kommt dann einfach übers Grundstück, über Leitungen. Und dadurch ist dann eben der Strom und Wasser auch hier vorhanden. Ist schon mittlerweile der zweite, weil der erste, der war kaputt gegangen. Es würde theoretisch auch ein größerer reinpassen, aber den brauche ich gar nicht von der Leistung, weil das ist auch nur eine 16 Ampere Sicherung, die hier komplett das ganze Haus versorgt. Das heißt, je größer die Geräte, umso weniger kannst du gleichzeitig anhaben. Also es ist dann manchmal mit, gut, Kaffeemaschine steht es nicht mehr drin, aber ich sage mal Ofen an, beide Herdplatten, Kaffeemaschine und dann der Boiler, der sich aufheizt, da kommt dann die Sicherung. Aber so im Alltag merkt man es eigentlich nicht, wenn man jetzt nicht ständig alle Geräte anhat. Dann geht das eigentlich schon ganz gut. Es ist auch ganz viel, ich sage mal, recycelt. Also die Tür und die Fenster, die sind von einem ausgebauten Einfamilienhaus, von einer Familie, bei denen eingebrochen wurde und die eben unbedingt neue Fenster haben wollten, also die irgendwie sonst wie noch dreifach, vierfach verglast und weiß ich nicht wie gesichert mit irgendwelchen Schlössern. Und dadurch sind wir dann aber an die Fenster rangekommen. Und das ist ja dann auch alles
irgendwo ein Kostenfaktor, den du dann selbst nicht noch bezahlen musstest, sondern so jemand anderes hätte es weggeschmissen. Und das Spannende ist nur, die hätten sozusagen in der normalen Form hätten die nicht reingepasst für hochkant, weil dann die teilweise zu tief gewesen wären oder auch von der Couch. Also es ist dann auch die Oberkante zum Beispiel von dem Fenster, da geht ein tragender Balken. Und das heißt, wir hätten das Fenster nicht normal um 90 Grad gedreht einbauen können, weil dann wäre kein Platz für die Couch gewesen. Deswegen war der Gedanke, das Ganze um 90 Grad zu drehen. Da fühlt man sich total clever, so ja, okay, dann passt das super rein. Aber man hat nicht dran gedacht, dass man ja auch eine Regenablaufrinne braucht. Also das haben wir dann schnell gemerkt, dass es dann natürlich das Wasser reingedrückt hat oder hätte. Und deswegen kam dann der Papa mit eben auch einem Kumpel, der da Ahnung hat, auf die Idee, noch eine Fräse extra anzulegen oder reinzufräsen, noch mit einem Ablaufblech, sodass es dann auch funktioniert. Also das sind dann so ein paar, ich sag mal, so ein paar kleine Learnings, die hätten schief gehen können, wo man aber trotzdem noch eine Lösung gefunden hat. Ich bin Katja, alleinerziehend und meine Tochter ist mittlerweile 17 und ich frage mich, wie soll sie später mal für ihre Rente sorgen? Mal ehrlich, unser Rentensystem stammt aus dem Jahr 1957. Damals kamen 6 Erwerbstätige auf einen Rentner, heute sind es weniger als 2. Wir bekommen weniger Kinder, leben doppelt so lang in Rente und jede dritte Rente wird jetzt schon aus Steuergeldern bezahlt. Wenn unsere Kinder mal alt sind, könnten über 400 Milliarden pro Jahr nötig sein, um das auszugleichen. Wer soll das bezahlen? Deshalb sollten wir früh anfangen, mit dem Kinderdepot von Trade Republic zum Beispiel. Sparpläne auf ETFs und Aktien kostenlos ausführen und 2,2% Zinsen aufs Guthaben. Und so legst du einen Sparplan an. Du entscheidest dich, auf welche ETFs du setzt. Ich mache es meistens global und die Richtung kann dann Computer sein oder Rohstoffe oder Staatsanleihen, denn Deutschland braucht Geld und leiht es sich von Investoren. Dann wählst du den monatlichen Betrag aus und gibst eine Kontoverbindung an, von der es abgebucht werden soll. Fertig. Wenn man direkt zur Geburt des Kindes startet, 3.000 Euro einmalig einzahlt und 100 Euro pro Monat bis zum 18. Geburtstag, kann das über 50.000 Euro bringen. Und dann einfach liegen lassen. Bei einer Rendite von 6% kann das über 1 Million Euro werden bis zur Rente. Den Link zu Trade Republic findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Auch wenn es nicht ganz so romantisch ist, wie viele sich das vorstellen. So, ich hänge hier das Auto dran und dann fahre ich damit einfach locker flockig irgendwo hin. Also das ist dann schon ein ziemlich großer Aufwand. Aber es muss ja alles auch rechtlich abgesichert sein mit dem Transport auf der Straße. Man braucht das Fahrzeug. Es muss alles abgebaut werden. Die Esse draußen, der der Stromanschluss. Es muss alles raus vom Gewicht her. Also wir dürfen ja, oder man darf ja mit diesem Trailer plus 3,5 Tonnen bewegen. Und das ist ungefähr das Leergewicht des Wagens. Das heißt, wenn man umzieht, muss im Grunde genommen alles, wenn man symbolisch einmal umkippt und alles, was rausfallen würde, muss dann auch wie bei einem Umzug auch rausgeräumt werden. Also das so ist auf der einen Seite hat es eine gewisse Flexibilität, weil man kann mit seinen Sachen, mit seinem Haus umziehen, aber trotzdem ist es vielleicht manchmal nicht ganz so einfach, wie andere sich das vielleicht vorstellen von außen. Genau, dann gibt es noch ein Schäfchen. Also auch ein Lämmchen, was eigentlich auch alt genug ist, aber da ist die Mutti schon relativ alt und hat einfach nicht ganz so viel Milch gegeben. Nichts für dich. Ich weiß, du magst das auch. Gut, dann gehen wir mal die kleinen Lämmchen füttern. Kommst du mit? Willst du mitkommen? Okay. Sitz. Warte. Jetzt darfst du. Ein Teich, der von dem Vorgänger vor Jahrzehnten angelegt wurde und sicherlich mal irgendwann Pflege braucht, aber das ist dann sowas, das kann man dann machen, wenn das Kind größer ist, wenn das Haus gebaut ist oder wenn es dann irgendwie anders weitergeht und man sagen kann, man hat so die anderen großen Projekte geschafft und dann kann man sich mal darum kümmern. Also es hat Potenzial, aber jetzt würde ich hier keine Angel reinhalten. So, wollt ihr mal schnell herkommen? Kommt mal her, ihr kommt. Na, komm mal schnell her. Na, schnell. Hi. Hallo, kleine Maus. Komm her. Die wusste schon gleich, was es gibt? Ja. Das ist, wenn die ein paar Mal
paar Mal die Milch bekommen haben, dann wissen die schon, wenn es dann soweit ist. Ja, aber es ist wie gesagt nur ein kleines Zubrot. Die trinkt auch meistens nicht viel. Es sind meistens nur so 100 Milliliter. Wenn überhaupt, manchmal nur 50 und dann ist schon gut. Reicht? Okay, das war's schon. Ja, die Mama ist jetzt da drüben. Die ist schon weitergeflitzt. Komm mit hier lang, komm. Ich bin Biologin und Lehrerin. Also erst sozusagen reine Biologie studiert und auch ein paar Jahre in dieser, ich sag mal, ja, Natur- und Umweltschutz gearbeitet, was auch ein sehr, sehr erfüllender, sehr, sehr toller Job war. Auch teilweise in der Umweltbildung schon, also wo man schon so ein bisschen diese Brücke dann zum Lehramt schließen konnte. Was aber so ein bisschen in dieser Branche so schade ist, dass vieles fördermittelbedingt ist. Also egal wie viel Herzblut man in die Jobs reingesteckt hat, egal wie gut man war, das war keine Garantie, dass die Gelder dann kommen. Und das heißt, man hat dann eben keine Planungssicherheit für zum Beispiel Familie, Haus oder ähnliches. Und deswegen habe ich dann letztendlich das gemacht, was alle schon immer mein Leben lang mir gesagt haben, dass ich, Tina, du musst Lehrerin werden. Ja, super. Der sogenannte Vorführeffekt. Also es ist im Grunde genommen hat man hier schon viel Substanz, was schon da war, unter anderem von dem Vorbesitzer diesen Hochstand. Der hatte, wie gesagt, ist Jäger und hatte Dammwild hier gehalten. Und ich hatte dann letztes Jahr, als ich mal eine Zeit lang krankgeschrieben war, aber dann im Genesungsprozess war und gesagt habe, ich muss mal wieder ein bisschen an die frische Luft, hatte ich dann angefangen, die Pressspanplatten dort reinzubauen und ein bisschen das, ja, also als Sichtschutz oder dass man sich anlehnen kann. Und im Sommer kommt dann eine Matratze und Kissen hin, dass man eben auch so einen kleinen draußen Wohnsitz hat. Also ich versuche im Winter viel zu lüften, tatsächlich auf Thema Luftfeuchtigkeit zu achten, vielleicht auch die Couch ein Stückchen vorzurutschen, Kleiderschrank zu reduzieren. Also da ein paar Dinge rauszuschmeißen, dass einfach ein bisschen mehr Zirkulation ist, dass es nicht so viele Ecken gibt, wo die Temperaturunterschiede so groß sind. Weil gerade im Winter ist es ja so, dass ich teilweise bei 5, 6 Grad früh aufwache, wenn ich abends geheizt hatte. Also es ist selten, so kalt wird es ja gar nicht mehr, aber sobald irgendwie so minus 5 Grad ungefähr draußen sind, dann sind, wenn ich normal bei 20, 22 Grad schlafen gehe, wenn es vorher eingeheizt war, dann kühlt das in der Nacht schon so seine 15 Grad runter. Und das heißt, ist dann erstmal die Überwindung, früh aufzustehen aus dem warmen Bett und sich erstmal das Feuer zu machen. Aber auch das empfinde ich eigentlich nicht als wahnsinniges Manko, weil es wird schnell wieder warm. Auch genauso, wenn ich von der Arbeit nach Hause komme und es ist kalt. Ich feuer an, gehe zu den Tieren raus, versorge die und in der Zeit ist es warm. Also auch das stört mich nicht. Was nur tatsächlich ist, sind diese Stellen, wo dann eben doch sich Luftfeuchtigkeit sammelt oder das Wasser kondensiert und dann eben sehr schnell Stockflecken auftreten. Also das muss man immer so ein bisschen im Hinterkopf haben und da hinterher sein, dass man die dann eben auch entsprechend wieder entfernt. Bad war, ist erstmal, also was hier spannend ist tatsächlich die Schiebetür, die jetzt erstmal nicht so fancy oder spannend aussieht, hat aber einen emotionalen Wert, weil die tatsächlich ganz lange auf dem Dachboden bei meinen Großeltern war, weil der Opa immer noch einen Dachboden für seine Enkel ausbauen wollte und es aber nicht geschafft hat, also dann vorher verstorben ist. Und die Oma meinte dann, hey, ich habe noch die Tür hier, also als das Tiny House gebaut wurde, ich habe die noch, kannst du die irgendwie verwerten? Wo ich dann gesagt habe, ja klar, die kriegen wir irgendwo unter. Und so ist dann halt eben auch so ein bisschen, ich will nicht sagen Familiengeschichte, aber so ein paar Stücke, wo so ein emotionaler Wert dann eben auch dran ist. Und genau, und beim Bad war es auch aufgrund der Holzkonstruktion die Überlegung, entweder hier an den tragenden Balken die Wand einzusetzen und dann wäre es halt wahnsinnig schmal gewesen. Und deswegen ging das Ganze ein Stückchen weiter und dadurch ist das Bad für, ich sage mal, Tiny House-Verhältnisse relativ groß. Also das ist, ich glaube, es gibt selbst Einzimmerwohnungen, wo das Bad ähnlich klein oder groß ist.
Und genau, also eigentlich ist ja auch alles, was man so braucht. Die Waschmaschine, die natürlich auch als Ablage dient. Komposttoilette, weil es mich nicht stört und weil ich es einfacher finde, als jetzt tatsächlich die ans Wasser und mit Abwasser anzuschließen. Und ansonsten ist dann für Tiny House Verhältnisse, glaube ich, eine sehr dekadente Dusche, die nicht so klein ist. Ist bloß aktuell ein Vorhang noch mit dran, weil eine kleine undichte Stelle wohl irgendwo an den Fliesen ist oder an der Verkleidung. Und deswegen, ja, ist wie gesagt alles immer ein bisschen improvisiert, aber es funktioniert. Ansonsten gibt es den 30-Liter-Boiler, der eben das Wasser dann immer auf einer konstanten Temperatur hält, reicht aus. Also zu zweit, selbst mit Haare waschen, hintereinander duschen, abwaschen, funktioniert. Ja, ich glaube, das sieht fancier aus, als es am Ende ist. Es ist einfach nur ich glaube, das war ein 30 Euro Glasbecken, was einfach diese Verkleidung hatte ringsrum, was natürlich sehr schön aussieht, aber gar nicht so ein Riesending gewesen ist. Also das ganze Waschbecken mit der Holzplatte, die haben wir auch zurechtgesägt und entsprechend behandelt, dass Feuchtigkeit da auch kein Thema ist. Also ich glaube damals Platte und Waschbecken nicht mehr als 50 Euro. Das war, ich wollte jetzt nicht irgendeine Konstruktion, weil dann sind das ja immer solche Ecken, die irgendwie so eklig werden oder die dann eben auch schwierig zu reinigen sind. Und dann musst du ja auch Platz dafür einplanen. Und ich wollte das einfach in diese Astkonstruktion mit einpassen und dachte mir, okay, gut, das reicht. Also erstens ist es weit genug, damit nicht so viel rausspritzt. Und zweitens ist es breit genug auf der Seite, dass ich durchkomme. Gut, jetzt mit dem Nachwuchs, der kommt oder der erwartet wird es langsam schwierig. Aber ich glaube, wenn ich mich bemühe, komme ich da noch durch. Und notfalls ist Sommer, da ist es dann der Gartenschlauch draußen. Das geht auch. Also im Winter haben wir dann auch die Wasserleitung ist dann auch mit einer Begleitheizung noch beheizt. Also es passiert auch schon, dass also gerade so dieser kleine Übergang, wo dann die Heizung aufhört, wo es dann ins Haus reingeht, dieses kleine Stück Leitung. Ich meine, drin, wenn soweit die Temperatur immer stimmt, ist okay. Ich meine, man könnte es machen, indem man, wenn man eine Zeit lang weg ist und alles ablässt vom Wasser. Aber da muss man eben auch gucken, dass auch alles raus ist. Und gerade diese kleine Überleitung, die ist mir manchmal schon eingefroren. Also ich lag manchmal auch schon mit einem Föhn draußen im Schnee und habe dann eine Zeit lang das aufgetaut. Also mittlerweile habe ich auch ein professionelleres Gerät dafür, um nicht nur den Föhn zu nutzen, wo man dann schnell was auftauen kann. Aber ja, sowas gibt es dann eben auch. Aber das ist für mich schon so Alltag, dass es gar nichts mehr so Besonderes ist. Also wahrscheinlich bekommt man das dann immer erst im Gespräch durch andere gespiegelt, dass es vielleicht nicht unbedingt normal ist, wenn man nach Hause kommt und erstmal bei 5 Grad im Winter anheizen muss oder gegebenenfalls das Wasser auftauen muss mit einem Föhn. Aber auch das ist, glaube ich, ja, vielleicht auch eine Typsache, ob man sich jetzt darüber ärgert oder ob man sagt, so, nee, es gehört dazu und komm, das machen wir jetzt und ja, ist halt irgendwie ein Teil des Lebens. Also vom Grundprinzip ist der Gedanke, dass irgendwie muss ich ja hoch, um in das Loft reinzukommen, um den Schlafplatz zu erreichen. Und gleichzeitig wollte ich aber nicht einfach nur, dass mit einer Treppe Stauraum verloren geht und wollte es gleich als Stauraum nutzen. Und wenn du aber bequem hochlaufen möchtest, dann ist ja so eine Trittstufe nicht wahnsinnig hoch und da hätte nicht viel reingepasst. Und deswegen ist das so gegenläufig konzipiert, dass man natürlich immer rechts-links tritt und gleichzeitig dadurch aber die Kästen geschaffen hat, wodurch man durch diese durch diese Einschübe eben auch ein bisschen was noch lagern kann. Und das ist auch ganz, ganz schön, weil wir das eben auch über Verwandtschaft mit haben bauen lassen oder mit gebaut haben und dann in einzelnen Würfeln kam das dann an und dann haben wir es hier sozusagen zusammengeschraubt. Also das ist tatsächlich relativ oder recht bequem, wenn man dann da oben steht, hat man genau die Höhe, wenn man mit den Füßen auf den letzten beiden Stufen ist, dass man mit den Knien dann ganz bequem in den Bettbereich hochkrabbeln kann, weil eine Stufe höher würde dazu führen, dass es eigentlich unbequem ist und man dann mit den Beinen gar nicht weiß, wohin. Und umgedreht, wenn man runterkommt, muss man gar nicht rückwärts runterlaufen, sondern man kann im Grunde genommen auf dem Hintern sitzend die Füße runterstellen und dann hat man auch gleich eine super schöne, angenehme Höhe, um dann aufzustehen und dann runtergehen zu können. Und ich wollte eigentlich immer den Kleiderschrank noch zumachen, aber das ist so eins der Dinge, die sich dann weggeguckt haben, die man sich immer vorgenommen hat und irgendwann hat es einen nicht mehr gestört. Und am Ende ist es aber auch gar nicht so schlecht für den Winter, weil da neigt natürlich so ein Tiny House
sehr schnell dazu, so ein paar Stockflecken zu bekommen durch die hohe Luftfeuchtigkeit. Und dann ist es sozusagen auch nicht abgeschottet, sondern kann ein bisschen besser auch zirkulieren. So kann man sich das auch ein bisschen schön reden, dass man es nie zugebaut hat. Ja, und auch da geht es mit den Fenstern, die so ein bisschen gegenüberstehen, kann man eben auch ganz schnell eine Situation schaffen, dass es sich gut abkühlt im Sommer, gerade dann in der Nacht, dann beide Fenster auf. Also es ist so ein bisschen ein lachendes und ein weinendes Auge, weil ich diesen Lebensstil in diesem Tiny House wirklich sehr, sehr liebe und wahrscheinlich auch sehr vermissen werde. Aber es ist ja, wie gesagt, für diese Zwischenphase gebaut und die Zwischenphase, die endet bald, weil wir eine Familie gründen, weil jetzt bald in wenigen Monaten bzw. wenigen Wochen schon der Nachwuchs ansteht. Und worüber ich mich auch sehr freue, dass es erstmal ein Tiny House Baby wird. Also man kann sozusagen diesen Abschnitt seines Lebens noch im Tiny House beginnen, weil da sind wir auch entspannt. Also mein Mann kommt dann noch mit dazu und der jetzt noch seine Wohnung außerhalb hat. Aber das wird also es wird eine spannende Zwischenphase sein, aber ich denke, das kriegen wir ganz gut hin, da sind wir ganz zuversichtlich. Dass gerade auch die Anfangszeit wird ja das Baby noch nicht so viel so mobil sein, das dauert ja eine Weile. Aber ich denke, wenn es dann mobil wird, ist dann gerade Thema, hier ist ein Ofen, der geheizt wird im Winter. Also ich glaube, da ist es dann schon ganz gut, wenn man eine größere Behausung beziehen kann. Also es ist geplant, dass dieses Jahr eben das Haus gebaut wird und dass wir dann als Familie dort reinziehen können. Leider jetzt nicht so ganz romantisch auf den Sperrmüll gefunden und recycelt. Also die gab es tatsächlich mal so in dieser recycelten Optik im Baumarkt zu kaufen. Deswegen ist jetzt nicht ganz so eine fancy Story, aber eigentlich trotzdem ganz nett, ganz funktional, weil es einerseits nochmal durch den Spiegel bringt es ja auch nochmal irgendwie die Helligkeit mit rein. Und gleichzeitig sind dann eben auch Haken angebracht, um ein paar Klamotten mal aufzuhängen. Und genau, und dann ist hier im Grunde genommen hier jetzt nicht ganz so aufgeräumt, aber der Kleiderschrank, wo dann auch im Grunde genommen eine ganze Menge reinpasst. Gerade wenn man dann die Tür noch mitnutzt, weil das ist ja letztendlich auch immer leerer Raum. Und dadurch kann man dann auch noch ein bisschen Stauraum schaffen. Ich bin kein gutes Beispiel ich habe jetzt einen minimalistischen Kleiderschrank, sondern so, man hat halt den Platz und dann müllt man müllt nicht zu, aber so, und dann hat man eben so seine Farbpalette und dann hat man eben auch entsprechend Auswahl. Ich meine, das könnte man locker reduzieren, aber das ist vielleicht so ein kleines Manko, dass man da sich schwierig von Sachen trennen kann manchmal. Wo hat denn dein Mann seine Sachen? Das wird spannend. Also entweder räume ich hier ein bisschen aus oder er kriegt dann das komplette Regal dort vorne. Das werden wir dann sehen. Aber dafür hat man immer noch die Jagdhütte. Die gibt es ja auch noch. Und er ist da zum Glück, dadurch ergänzen wir uns sehr gut, weil er ist da sehr minimalistisch unterwegs. Das heißt, eigentlich bräuchte er, glaube ich, nicht so viel Platz. Den kriegt man noch runter. Mit meinem Mann, man versteht sich auf engstem Raum, man versteht sich in Situationen, wo vielleicht andere schon die Wände hochlaufen würden. Aber gleichzeitig darf man nicht vergessen, wir sind ja nicht nur hier. Also wir schlafen ja eigentlich nur hier drin, wir machen unser Essen, wir hängen mal auf der Couch. Aber ansonsten spielt sich ja das Leben draußen ab. Also gerade mit den Tieren und mit dem Grundstück, man ist ja viel, viel draußen unterwegs und macht ganz viel und ist dann dadurch auch abgelenkt oder hat verschiedene Aufgaben. Also es ist ja gar nicht so, dass man, nonstop aufeinander hockt. Und ich glaube, das ist was anderes, wenn es jetzt, ich weiß jetzt gar nicht, so viele Tiny House Siedlungen oder ähnliches gibt es ja eigentlich noch gar nicht in dem Sinne. Aber gerade in den USA sieht man das ja viel, dass so viele auf engstem Raum sind. Da passiert ja draußen nicht viel. Das heißt, da ist dann, glaube ich, auch das Konfliktpotenzial auch höher, dass man sich vielleicht mal im Inneren eher auf den Keks geht, als wenn man eben draußen noch viel zu tun hat. Das ist also jeder Hundekenner, der hier wahrscheinlich zuguckt oder Trainer, wird jetzt hier wahrscheinlich die Hände über den Kopf zusammenschlagen, dass er einfach so an die Schafe ran kann. Das wird wahrscheinlich vielleicht ein Stück weit nicht ausgelastet, ein Stück weit sieht sie aber sich auch als Teil der Herde. Und und ich meine, Hunde putzen sich ja auch untereinander. Und die Schafe, die lassen sich das dann eben auch gefallen. Also sie geht immer ins Schafpraktikum, wenn sie hier auf der Weide ist. Jetzt haben sie hier nicht mehr gelegt. Zumindest ist das alte Eierversteck, habe ich jetzt nicht wieder gefunden. Können wir vielleicht mal nach in den Hühnerstall gucken, ob wir da was haben.
Nee, aber manchmal legen die sich dann hier so ein paar Kuhlen an und legen dann hier rein. Ach, du hast gefunden. Sehr gut. Habe ich jetzt noch gar nicht gesehen. Ja, danke fürs Sehen. Ja. Also ich lebe ganz gerne immer im Paradies naiv. Ich habe es mir nie komplett ausgerechnet. Ich schätze mehr als 20.000, 25.000 nicht. Also mit Trailer, mit dem Material, also wenn überhaupt so viel. Also ich glaube, nee, also das ist eine sehr, sehr großzügige, also es ist hochgegriffen. Und aber auch mit Komplettmöbeln, mit Waschmaschine, mit dem Ofen, mit Couch. Also ich glaube, das ist ungefähr, also wenn man vielleicht auch noch mit einbezieht, die verschiedenen Standorte, das Material für die Begleitheizung, für Strom, also für die Anschlüsse, für Wasser. Also wenn man alles mit einbezieht, ungefähr in diesem Bereich. Noch ein kleiner Gedanke, dass ich jetzt nicht extra Rollos dran gemacht habe, sondern, ja, was ist denn das, so Wandteppiche, glaube ich, als solches wird das verkauft. Und meine Mama, die ist Schneiderin, die hat das dann einfach auf die entsprechende Größe zusammengenäht und mit den Ösen dann ja, befestigt. Und so ist es ganz schnell hochgemacht. Und wenn es unten ist, ist es noch ein bisschen dekorativ. Und auch noch, also ganz, ganz toll, ich hätte jetzt fast Lifehack gesagt. Meine Schüler würden jetzt sagen, das ist cringe, wenn ich das sage. Nee, also was auch eine schöne Variante ist, wir haben so einen kleinen Mini-Beamer. Das heißt, ich kann diesen Vorhang einfach umdrehen, dann ist eine weiße Fläche, wenn es dunkel draußen ist. Und dann hat man zumindest für die Größe des Fensters ein kleines Home-Kino. Das ist eigentlich für Tiny House-Verhältnisse auch noch ganz nett. Ja, aber die Ziegen sind schon echt krass. Also die kriegen alles mit. So die Schafe, die sind so relativ entspannt und die sehen einen mal von Weitem und kommen dann auch manchmal an. Aber die Ziegen, sie sind so, du stehst auf und bist hier noch verschlafen im Tiny House und dann stehen die auf der Weide und gucken dich schon durchs Fenster an und meckern, so nach dem Motto, hier komm mal raus, wir wollen ins Leckerli. Also die kriegen wirklich alles mit. Also das ist schon ganz cool. Ja, ich glaube also tatsächlich dieses mutig sein, sich Dinge zu trauen, auch vielleicht den Mut zu haben, auch eben zu scheitern oder Fehler zu machen, weil ich glaube, das klingt jetzt wahnsinnig abgedroschen, aber ich glaube, man bereut mehr das, was man nicht getan hat, als die Dinge, die man getan hat oder vielleicht irgendwie ein Umweg gegangen ist. Und was ich für mich, glaube ich, als großes Learning damit rausgenommen habe, weil ich glaube, mir ist es immer schon ganz wichtig, dass ich mit niemandem anecke, also dass man nirgendwo mit jemandem, sage ich mal, nicht so schöne Töne trifft, aber das gehört dazu. Also glaube ich, dieses sich loslösen von der Meinung anderer, die der Meinung sind, Dinge besser zu wissen und die Steine in den Weg zu legen und zu sagen, so das funktioniert nicht und das geht nicht und das geht aus den Gründen nicht. Und ja, also es haben sehr, sehr viele am Anfang so ein bisschen mehr oder weniger nett verpackt. Also es gibt, man kann es ja auch so oder so sagen, aber letztendlich lebe ich ja hier seit 5,5 Jahren drin und bisher ist das noch nicht eingetreten, dass ich hier nicht leben kann und dass das nicht funktioniert, wie es eben gesagt wurde. Also ich glaube, so dieses sich loslösen von der Meinung anderer oder von auch, was ja letztendlich ein Ausdruck ist von, ich traue mich das nicht. Oder ich wäre nicht so mutig. Oder ich bin einen anderen Weg gegangen und finde das komisch, den Weg, den du gehst. Also, dass man sich davon so ein bisschen ablöst und wirklich sein Ding macht, glaube ich. Das ist so, glaube ich, echt wichtig.